Nach außen war er der perfekte Thronfolger. Charmant, gebildet, modernen Ideen zugewandt. Doch hinter den Mauern der Hofburg begann Kronprinz Rudolf ein Doppelleben, geprägt von Enttäuschung, Affären und wachsender Verzweiflung. War er wirklich Alkoholiker und drogensüchtig? Zerstörte er sein Eheleben? Heute widmen wir uns der Geschichte vom langsamen Absturz des österreichischen Thronfolgers und schauen uns die originalen Quellen und Zeitzeugenberichte an. Hallo, ich bin die Kathi, Stadtführerin in Wien und heiße euch herzlich willkommen zur 3. Folge unserer Reihe über Kronprinz Rudolf. Im ersten Teil haben wir uns mit der Kindheit und Erziehung des Thronfolgers beschäftigt. Im zweiten Teil haben wir Rudolf als liberalen Denker, Wissenschaftler und politischen Außenseiter kennengelernt. Jetzt schauen wir auf sein Privatleben und darauf, wie Ehe, Affären und Isolation ihn immer weiter in die Krise führten. Vergiss nicht zu liken, wenn dir diese Themen gefallen. Und falls du mich für den nächsten Wien-Besuch als Guide buchen möchtest, schau hier auf meiner Website vorbei. Und jetzt geht's los. Die Brautschau und die Ehe mit Stefanie von Belgien. In Folge 2 haben wir bereits von den frühen Eroberungen Rudolfs gehört und von den vielen Frauen, die für den Kronprinzen schwärmten. Doch als nun Rudolfs Heirat innerhalb der Familie zum Thema wurde, war man in seinem Umfeld nicht unbedingt optimistisch. Seine Cousine Marie Larisch schreibt in ihren Memoiren: Uns tat schon heute die Prinzessin leid, die die Ehre seiner Wahl treffen würde. Elisabeth gab sich keinen Täuschungen über ihres Sohnes Haltlosigkeit hin und wir wussten beide, dass nur eine Frau von ungewöhnlichem Takte fähig sein würde, sich seine Liebe oder auch nur seine Neigung zu bewahren. In Frage kamen nur katholische Königshäuser. Prinzessin Mathilde von Sachsen fand Rudolf zu dick, die spanische Infantin Eulalia zu hässlich. Schließlich fiel die Wahl auf die Tochter des Königs der Belgier, Leopold II., Stefanie. Übrigens die Nichte von Rudolfs Tante Charlotte, der Kaiserin von Mexiko. Ein Video zu ihr findet ihr hier auf meinem Kanal. Ich werde wie immer alles unten in der Beschreibung verlinken. Vor der Verlobung verfasste Rudolf sein Testament, in das er schrieb: Ein letzter Abschiedskuss in Gedanken allen schönen Frauen Wiens, die ich so sehr geliebt. Doch die Fahrt zur Verlobung nach Belgien geriet fast zu einem Skandal. Denn laut den Polizeiberichten war Rudolf damals in Begleitung einer Geliebten unterwegs. Zu dieser Dame gibt es allerdings verschiedene Gerüchte und Versionen. Laut der Version von Bertha Zuckerkandl, der Tochter von Rudolfs Freund, dem Zeitungsverleger Moritz Seps, handelte es sich dabei um die Jüdin Stefanie Windischgrätz, die, um einen Skandal zu vermeiden, ins Exil geschickt wurde und dann jung verstarb. Ein anderes Gerücht berichtet von Marie Antoinette von der Toskana, die Tochter des Großherzogs Ferdinand IV. Sie war Ehrenäbtissin des Maria-Theresien-Damenstiftes in Prag, wo sie sich verliebt hätten, weil Rudolf seinen Militärdienst in Prag verrichtete, wie wir in Folge 2 schon gehört haben. Angeblich heirateten die beiden heimlich am 1. Jänner 1880 in der Gardekirche am Rennweg in Wien. Doch wie realistisch ist das? Die katholische Kirche hätte niemals eine zweite Hochzeit mit Stefanie zugelassen, wenn es einen offiziellen kirchlichen Segen zu einer anderen Ehe gegeben hätte. Laut weiteren Angaben soll aus dieser Verbindung ein gewisser Robert Pachmann stammen, der sich Karl Rudolf Salvator nannte. Eine DNA-Analyse mit den Nachfolgern Pachmanns ergab dann aber keine Übereinstimmung. Jedenfalls fand die Verlobung des 22-jährigen Rudolfs mit der 15-jährigen Prinzessin Stefanie im März 1880 in Brüssel statt. Stefanie verkörperte das Ideal einer guten Frau des 19. Jahrhunderts. Jung, naiv, unschuldig, sittsam. Rudolf war zunächst begeistert und schrieb noch am Verlobungstag an seinen Freund Hans Graf Wilczek: Ich schwelge in Glück und Freude. Was ich gesucht, habe ich gefunden, einen treuen, guten Engel. Und seiner ehemaligen Erzieherin, Leopoldine Nischer, berichtete er: Ich bin sehr glücklich
und hoffe in Stefanie eine gute, liebende Lebensgefährtin, eine treue Untertanin ihres Herrn und Kaisers und eine warme Patriotin, eine echte Österreicherin gefunden zu haben. Und auch an den Zoologen Alfred Brehm gingen begeisterte Worte. Was sagen Sie dazu, dass ich Bräutigam bin? Ich habe einen wahren Engel in Stefanie gefunden und fühle mich überglücklich und zufrieden. Es ist doch das einzig wahre Glück. Und es ist besser, bei den vielen Arbeiten, Sorgen und Unannehmlichkeiten des Lebens eine treue Gefährtin zur Seite zu haben. Kronprinz Rudolf fuhr nun einige Male nach Brüssel, um seine Braut besser kennenzulernen. Doch die Hochzeit musste wegen Stefanis Unreife mehrfach verschoben werden. Schließlich war eine Hochzeit erst möglich, sobald die Frau gebärfähig war. Im Jänner 1881 schrieb Rudolf an seinen ehemaligen Erzieher, Graf Latour aus Brüssel: Von hier kann ich Ihnen nicht viel Neues und auch leider nichts Erfreuliches mitteilen. Die lang ersehnten Erscheinungen sind noch nicht eingetreten. Der Arzt sagt, dass die Bälle es sehr verschnellern werden. Der König empfing mich überaus freundlich, aber sichtlich verlegen. Noch konfuser war die Königin. Als ich auf eine bestimmte Antwort drang, hieß es, dass es besser sei, keinen Termin zu bestimmen, weil man sonst vielleicht noch einmal verschieben müsste. Schließlich fand die Hochzeit am 10. Mai 1881 in der Wiener Augustinerkirche statt. Nach der Trauung reiste das junge Paar nach Laxenburg in die Flitterwochen, genauso wie es bei Rudolfs Eltern gewesen war. Doch Stefanie schilderte später in ihren Memoiren erschütternd offen, wie sie diese erste Nacht erlebte. Fröstelnd und völlig erschöpft lehnte ich in den Kissen des Wagens. Die Stunde schien nicht enden zu wollen. Wir wussten uns nichts zu sagen, wir waren uns völlig fremd. Vergeblich wartete ich auf ein zärtliches oder liebevolles Wort, das mich aus meiner Stimmung erlöst hätte. Meine Ermüdung, vermischt mit den verworrenen Empfindungen von Furcht und Einsamkeit, steigerte sich zu einer schweren, hoffnungslosen Verzweiflung. Welche Qual, welcher Abscheu! Ich hatte nichts gewusst. Man hatte mich als ahnungsloses Kind zum Altar geführt. Ich glaubte, an meiner Enttäuschung sterben zu müssen. Mehr zur Ehe und zu Kronprinzessin Stefanies Leben werde ich in einer eigenen Folge über sie erzählen. Abonniert gleich den Kanal, um das nicht zu verpassen. Zweitens, eine glückliche Ehe? Am Anfang scheint Rudolf noch echte Gefühle gehabt zu haben. Denn im Dezember 1880 klingt das Ganze noch so: Ich bin sehr verliebt und sie ist die einzige, die mich zu vielem verleiten könnte. Und an seinen bayerischen Verwandten, König Ludwig II., schrieb er: Ich habe in Stefanie einen wahren Engel gefunden, ein treues, gutes Wesen, das mich liebt, eine sehr kluge, gebildete, geschickte Begleiterin für dieses Leben, die mir in all meinen schweren Aufgaben gut und erfolgreich zur Seite stehen wird. 1883 kam dann eine Tochter zur Welt, Erzherzogin Elisabeth, die gemäß der Familientradition nach ihrer Großmutter benannt wurde. Rudolf schrieb an Moritz Seps: Lieber Seps, innigsten Dank für Ihren Brief, der mich sehr freute, und die guten Wünsche. Stefanie lässt Ihnen vielmals danken. Gottlob, alles geht sehr gut. Mutter und Kind sind sehr wohl. Stefanie sieht so aus, als wäre gar nichts vor sich gegangen, blühend wie immer, und die Kleine ist ein Mordsmädel, 7 Pfund schwer, vollkommen gut und kräftig ausgebildet, mit viel Haaren am Kopf, sehr lebendig, schreit fürchterlich und trinkt sehr viel und ohne den geringsten Anstand. Stefanie dagegen schilderte die Enttäuschung ihres Mannes darüber, dass es kein Sohn war. Die Bestürzung des Kronprinzen war eine schmerzliche. Meine teure Mutter erfasste sofort die peinlich werdende Situation und verhinderte mit großer Gewandtheit jedwede Vorwürfe. Sie reichte mir selbst meine Tochter mit den Worten: Gott segne dein Kind, wie ich euch beide aus vollem Herzen segne. Wie so oft haben wir also auch hier zutiefst unterschiedliche Aussagen über Rudolfs Verhalten und Ansichten. Heute spekuliert man, ob sich Rudolf in sein Glück hineingeredet hat, weil er wusste, dass von ihm erwartet wurde, eine sittsame, tugendhafte junge Frau zu ehelichen. Doch eigentlich reizte ihn ein ganz anderer Frauentyp, wie es sich immer wieder zeigen würde.
Stefanie selbst meinte, infolge der vielen Erfahrungen, die er von jung auf mit Frauen gemacht hat, schätzt er eben die Frau als solche gering und erachtet sie nicht als ebenbürtiges Wesen. Und Erzherzog Leopold Ferdinand Salvator bewertet die Beziehung folgendermaßen: Rudolfs Exzesse sind zweifellos durch sein merkwürdiges Verhalten zu seiner Gattin motiviert. Er hätte mit einer gleichgültigeren Frau besser gelebt. Sie ist zwar äußerlich sehr korrekt, sehr vornehm und sehr liebenswürdig, und so erscheint die Kronprinzessin als kühle Blonde. In Wirklichkeit gleicht sie aber einem Vulkan, der von einer Eishaube bedeckt ist. Jedenfalls, Rudolf hätte mit einer gleichgültigeren Frau besser gelebt. Rudolf war seiner Frau nicht treu. 1886 wurde bei ihm Gonorrhoe diagnostiziert. Später wurde dies als Mitgrund für seinen Selbstmord angeführt, doch Gonorrhoe war im Gegensatz zu Syphilis kein Todesurteil. Allerdings infizierte er auch seine Frau damit, die daraufhin als tragische Folge zeugungsunfähig wurde. Als ihr klar wurde, dass sie nun keinen Thronfolger mehr gebären konnte, die wichtigste Aufgabe einer Kaiserin vor allem, schrieb sie entsetzt: Nur wenige Tage konnte ich mich des herrlichen Aufenthalts erfreuen, dann erkrankte auch ich schwer. Erst später entdeckte ich und erfuhr ich, dass der Kronprinz an meinem Leiden schuld war. Auch ihn hatte die furchtbare Seuche erfasst, die noch vor niemandem Halt macht, sei er geringen Standes oder auf der Höhe des Throns geboren, sofern ihr Leichtsinn oder fluchwürdiges Erbe Tür und Tor öffnet. Trotz allem schien Rudolf an seinem Eheleben einiges zu liegen. Zumindest hatte er wohl Sehnsucht nach einem intakten Familienleben. Er schrieb seiner Frau immer wieder deutliche Briefe, wenn sie auf Reisen war. Wie gerne möchte ich mit dir in ein gutes, warmes Bett kriechen, statt so allein herumzuliegen. Und als sie auf Kur in Kroatien war, schrieb er ihr: Ich möchte dich bitten, dass du mir sofort nach Erhalt dieses Briefes per Telegramm die Daten durchgibst, für die du deine nächste Regel erwartest. Ich glaube, wir sollten diese eine Nacht in Abazia zusammenschlafen. Es wäre nett, wenn wir uns im Bett wieder aneinander kuscheln könnten. Nach dieser Zusammenkunft in Abazia hielt Rudolf fest: Ich war recht traurig, als ich Abazia verließ, und ich hoffe schon, dass dieses Strohwitwer-Dasein bald ein Ende haben wird. Es ist mir so langweilig, allein zu Hause sein zu müssen. Was denkt ihr darüber? Ist sein Verhalten nachvollziehbar? Und wie hättet ihr euch an Stefanis Stelle verhalten? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Drittens. Rudolfs außereheliches Leben. Rudolf hatte nicht nur eine, sondern zahlreiche Affären. 1887 beichtete er seinem Obersthofmeister Graf Bombell sein Verhältnis mit Lina Stern, die versuchte, den Kronprinzen sogar finanziell zu erpressen. Rudolf gab den Erpresserbrief an Bombell weiter, der finanzielle Dinge dieser Art für ihn zu erledigen pflegte. Rudolf vertraute seinem Obersthofmeister, der ihn in Frauendingen auch noch zu ermutigen schien. Angeblich hatte er dem Kronprinzen sogar Frauen zugeführt und wurde deshalb im Volksmund als Treiber bezeichnet. Man wusste also von diesen Affären. Sogar im Polizeibericht wurde nach der Katastrophe vom Meierling festgehalten: Die Schuld, dass alles so gekommen ist, wird indirekt nur auf das Kerbholz des Grafen Bombell geschrieben. Der Graf, selbst ein Gourmand in Sachen, habe es versäumt, je seine warnende Stimme zu erheben, habe vielmehr ein Vergnügen nach dem anderen vorbereitet. Zu diesem Bombell gab es ja auch schon ein ganz fürchterliches Gerücht in Beziehung zu Rudolfs Tante Charlotte von Belgien. Er war nämlich derjenige gewesen, der über sie die Aufsicht damals hatte, als sie schon nicht mehr so ganz gesund im Kopf gewesen ist. Wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, schaut's wie gesagt beim Video zu Charlotte von Belgien vorbei. Auch Rudolfs Leibfiaker Bratfisch berichtete, dass er seit Jahren diskrete Aufträge ausführte und auch während der Bekanntschaft mit der Baroness Vetschera verschiedene Damen bei Tag und bei Nacht in die Hofburg brachte, was absolut gegen das Gerücht einer Liebesbeziehung zu Mary steht. Aber dazu kommen wir noch. Seine langjährige Geliebte war Maria, genannt Mitzi, Kaspar. Über Vermittlung der Kupplerin Johanna Wolf
lernte Rudolf die 22-Jährige 1886 kennen. 3 Jahre lang blieb sie seine engste Vertraute. Mit ihr konnte er seine geliebten heurigen Abende vergleichsweise ungezwungen genießen. Er flüchtete gerne in diese bürgerliche Umgebung, wo es nicht so steif zuging wie am Wiener Hof. Und für Mitzi dichtete und komponierte er sogar ein Couplet. Das hat kein Goethe geschrieben, das hat kein Schiller dicht. Zur schwarzen Mitzi sagt ein Herr ganz leis, mein Schatzerl, das Herz brennt für dich gar so heiß. Stephanies Schwester, Luise von Coburg, schrieb über Rudolfs Verhältnis zu Mitzi: Diese Mitzi ist vor allem ein hübsches, süßes Mädel, der vollendete Typ einer Wienerin, dieser Pariserin des westlichen Europa. Man spricht allerdings in Wien auch schon viel von der Liaison Rudolfs mit der Wetscherer. Die Kronprinzessin weiß von der Sache, scheint sehr darunter zu leiden, behandelt sie aber, ihrem vornehmenden Charakter entsprechend, mit Stillschweigen. Aber eben diese Mitzi war es, mit der Rudolf ursprünglich gemeinsam in den Tod gehen wollte. Er bat sie, sich mit ihm im Husarentempel in Mödling das Leben zu nehmen. Dieses Gebäude war 1813 nach Plänen des Architekten Joseph Kornhäusl in Erinnerung an die in den napoleonischen Kriegen gefallenen Soldaten erbaut worden. Das Bauwerk trägt die Giebelinschrift „Für Kaiser und Vaterland“, den ausgezeichneten Völkern der österreichischen Monarchie gewidmet. Unter diesem Aspekt hinterlassen Rudolfs Pläne ja fast den Eindruck, als hätte er sich hier opfern wollen, um durch seinen Tod zu ermöglichen, was er zu seinen Lebzeiten nicht zu tun vermocht hatte: die starren Vertreter der Monarchie aufzurütteln und seiner Warnung vor dem drohenden Untergang Österreich-Ungarns den größtmöglichen Nachdruck zu verleihen. Davon haben wir auch schon in Folge 2 gehört. Doch Mitzi wollte nicht. Sie wollte leben. Sie informierte auch die Polizei über Rudolfs Suizidpläne, was aber nicht weiter verfolgt wurde. Rudolf sollte dann schließlich seine letzte Nacht in Wien vom 27. auf den 28. Jänner 1889 bei ihr verbringen, bevor er am nächsten Morgen nach Meierling aufbrach. Wieder ein Beweis, dass er und Mary sich nicht aus unerfüllbarer Liebe umbrachten. Anscheinend wollte Rudolf einfach nicht alleine sterben. Jedenfalls bedachte er Mitzi Kasper in seinem Testament und vermachte ihr 30.000 Gulden. Nach dem Tod des Kronprinzen äußerte sich Mitzi niemals mehr öffentlich zu ihm und lebte zurückgezogen in dem Haus, das er ihr geschenkt hatte, im 4. Wiener Gemeindebezirk. Am 7. November 1889 erhielt sie das Wiener Bürgerrecht und gab als Beschäftigung Hauseigentümerin an. Sie starb am 29. Jänner 1907 laut Totenbeschauprotokoll an Rückenverhärtung, einer Folgeerscheinung der Syphilis. Begraben wurde sie in Mödling, doch ihr Grab existiert heute nicht mehr. Und wie kam es nun dazu, dass der damals erst 30-jährige Kronprinz der österreichisch-ungarischen Monarchie lebensmüde wurde? 4. Absturz und Todessehnsucht. Wie wir schon in Folge 2 gehört haben, war Rudolf modern und hochgebildet, aber zugleich impulsiv, ruhelos und innerlich erschöpft. Seine liberale Weltanschauung, seine Nähe zu den Journalisten, seine Kritik an Adel, Klerus und politischer Erstarrung machten ihm dem Hof verdächtig. Ihm wurde sogar eine Nähe zu den Freimaurern angedichtet, was Rudolf selbst unter Berufung auf seinen Eid und die Pflichten eines Offiziers strikt von sich wies. Trotzdem ist dies immer noch bis heute eine der beliebtesten Verschwörungstheorien von denjenigen, die am Selbstmord Rudolfs zweifeln. Entweder sollen die Freimaurer selbst ihre Hand im Spiel gehabt haben, oder Rudolf soll wegen seiner Zugehörigkeit zum Freimaurerorden aus dem Weg geschafft worden sein. Den vielen verschiedenen Theorien zu seinem Tod werden wir uns aber in der nächsten Folge widmen, wenn wir uns intensiv mit der Todesnacht in Meierling auseinandersetzen. Rudolf war anfangs jedenfalls sehr tatkräftig und motiviert. Er wollte gestalten, durfte aber nicht. Er wollte regieren und verändern, wurde aber stattdessen von den Staatsgeschäften ferngehalten und ständig kontrolliert. Er wurde auf repräsentative Rollen und militärische Pflichten reduziert.
An den Chirurgen Theodor Billroth schrieb er bereits 1882: Ich habe keinen Einfluss, nicht den geringsten. Offiziell auch nur streng meine Brigade in Prag als Wirkungskreis, und wenn ich je etwas durchsetzte, so geschieht dies nur, falls die Großauguren mir eine Gefälligkeit erweisen wollen oder falls sie meine ungemein kecke Zunge und Feder scheuen. Da dem Kaiser, dem höchsten Repräsentanten des Hofes, sowie der Kirche seine kritische, ja oft oppositionelle Haltung bekannt war, blieb er von den politischen Entscheidungen oder auch nur von einem Gedankenaustausch darüber ausgeschlossen. Er wurde von seinem Vater strikt auf die ihm zugedachten militärischen Bereiche verwiesen. Franz Josef pochte gegenüber seinen Beratern stets auf die Einhaltung der jeweiligen Kompetenz. Ein Militär hätte nicht über Politik zu reden und umgekehrt. Man argwöhnte auch, dass Rudolf politische Informationen an Journalisten weitergeben könnte, was bezüglich auf Moritz Seps ja tatsächlich auch der Fall war. An diesen schrieb Rudolf: Ich gehöre zu den von offizieller Stelle am wenigsten informierten Leuten in ganz Österreich. Rudolf, der seinen Vater immer vergöttert hatte und stets versuchte, seinen Zuspruch zu bekommen, war enttäuscht. Der Kaiser reagierte auf viele Äußerungen seines Sohnes mit Spott und nahm ihn nicht ernst. Meist meinte er dazu einfach nur: Der Rudolf plauscht wieder. Vielleicht führte ihn diese Enttäuschung auch zu solch unbesonnenen und risikofreudigen Handlungen, mit denen er Aufmerksamkeit erregen konnte. So schoss er sich im Herbst 1878 mit seinem Revolver in die Hand. Er schreibt dann: Es geht mir wieder sehr gut. Der Arzt ist ganz zufrieden mit mir und bewundert meine vorzügliche Natur und mein außerordentliches Blut. Eine Kugel durch die Hand, der Muskel und der Daumen zerschossen, dabei nicht einen Augenblick Wundfieber, die Geschwulst heute schon fast ganz gefallen, die Entzündung und Röte schon verschwunden, gar keine Eiterung, die Beweglichkeit in den Fingern wiederhergestellt und das Ausschussloch bereits zu. Der Arzt sagt, dass ihm dies in seiner langen Praxis selten vorgekommen ist. Ließ ihn ein solcher Adrenalinkick wie dieser Schuss lebendig fühlen? Oder testete er schon einmal aus, wie sich eine Kugel im Körper anfühlte? Ab Mitte der 1880er Jahre wurde Rudolf jedenfalls zunehmend pessimistischer. Er glaubte nicht mehr daran, etwas verändern zu können, sah zunehmend wenig Sinn in seinem Leben. An seinen langjährigen Vertrauten, Graf Latour, schrieb er resignierend: Ich sehe die schiefe Ebene, auf der wir abwärts gleiten, stehe den Dingen sehr nahe, kann aber in keiner Weise etwas tun, darf nicht einmal laut reden, das sagen, was ich fühle und glaube. Wird man mich, mit dem man nie ein Wort über Politik gesprochen hat, dem man ja niemals die Berechtigung einer eigenen Ansicht eingeräumt hat, nicht für keck und für einen Frondeur halten? Misstrauen gegen mich herrscht, das merke ich seit einigen Monaten und in letzter Zeit noch mehr. Ich habe den Ruf, liberal zu sein und gehe mit Menschen in wahrhaft intimen Verkehr um, die nicht beliebt, sogar schlecht angeschrieben sind. Versuchte er sich die Sorgen wegzutrinken? Heutzutage ist über Rudolf allgemein verbreitet, er war Morphium- und Kokainabhängig und ein starker Trinker. Doch stimmt das? Tatsächlich wurde er von der Hofapotheke mit Kokainzäpfchen versorgt, die er allerdings zur Behandlung der Gonorrhoe verwenden sollte. Geringe Dosen Morphium scheinen in den Aufzeichnungen der Hofapotheke immer wieder auf, und zwar bei fast allen Habsburgern, auch bei seiner Mutter Kaiserin Elisabeth. Damit wurden früher viele Krankheitssymptome, auch Kopfschmerzen, behandelt. Ein übermäßiger Drogenkonsum des Kronprinzen ist aber nicht nachweisbar. Und der Alkohol? Professor Udell, ein Wissenschaftler, den Rudolf schätzte, wurde häufig zum Kronprinzen eingeladen. Und über eine dieser Zusammenkünfte wurde berichtet: Bei einem solchen Anlass nahm einmal der Kronprinz während des Diners wahr, dass Udell fast gar nichts trank. »Trinken Sie«, rief ihm der Kronprinz lebhaft zu. »Einmal müssen wir alle sterben. Der eine früher, der andere später. Mir ist es prophezeit worden. Sie werden sehen, dass ich früh sterben werde.« Nach einer Pause fügte er dann hinzu: »Am liebsten möchte ich auf dem Schlachtfelde sterben.« Diese Aussage passt auch zu seinem Wunsch beim Husarentempel.
dem Kriegerdenkmal für ehrenwerte Soldaten bestattet zu werden. Aber auch der Hoftelegraphist Julius Schuldes äußert sich zum Thema Alkoholkonsum in den letzten Lebensmonaten des Kronprinzen wie folgt. Seine ganze Lebensführung der letzten Zeit zeigt unverkennbar, dass dieselbe darauf hinauslief, keine Ermüdung aufkommen zu lassen. Sein Leben war die Folge der politischen Reibungen und Verbitterungen, denen er sich ausgesetzt sah, ein Zustand beständiger Reizungen und eine Flucht vor sich selbst. Denn natürlich muss sich doch die eigene Schwäche bei ihm geltend gemacht und die Furcht erweckt haben, dass er auf die Dauer nicht werde standhalten können und dass seine Kräfte zu früh verbraucht sein werden. Von dieser Furcht gepeinigt, ergab er sich der allmählich zur Leidenschaft werdenden Gewöhnung, sich durch den übermäßigen Genuss alkoholischer Getränke aufzupulvern und sich erotischen Ausschweifungen hinzugeben. Der Kronprinz hatte nämlich damals besonders viel Cognac konsumiert. Doch Schuldes berichtet, dass selbst Ärzte diesen als ein Aufputschmittel und Allheilmittel für alle möglichen Übelkeiten verordnet haben und dieser deshalb auch in Apotheken verkauft wurde. So findet man zum Beispiel auch im Badener Bezirksblatt 1888 wiederholt Werbeanzeigen für Cognac. Derselbe gilt als das angenehmste Genussmittel und das beste Präservierungsmittel gegen Verdauungsstörungen, Magen-, Lungen-, Brust- und Infektionskrankheiten. Cognac wurde daher auch in Apotheken verkauft. Schulde schreibt aber weiters, der Kronprinz nun benützte, wenn man so sagen darf, ebenfalls solche Reizmittel, um seine Verstimmungen zu verscheuchen und mutete seinem jungen, elastischen Körper durch Steigerung dieser Genüsse mehr zu, als derselbe ertragen konnte. Ich habe aber weder gesehen noch gehört, dass er bei einem Gelage die Herrschaft über sich verloren habe. Es bereitete ihm eine Art Genugtuung auszuhalten, und er gefiel sich, wie ich sagen hörte, in der Selbsttäuschung, der kraftvollste zu sein, wenn seine Gäste mehr oder weniger ihre Haltung verloren hatten oder, wie der arme Pausinger, über den Tisch gebeugt eingeschlafen war. Also kann man wohl zusammenfassen, dass Rudolf, vielleicht aus Übermut, vielleicht aus Angeberei, vielleicht auch aus einer zunehmenden Verzweiflung, mehr trank, aber doch immer noch nicht über einen längeren Zeitraum und mit der Folge von kompletten alkoholischen Abstürzen. Jedoch pflegte Rudolf in seinen letzten Lebensjahren eine Art Todeskult. Als ständigen Blickfang hatte er nämlich einen Totenschädel direkt auf seinem Schreibtisch. Dieser Schädel war ein Geschenk des Wiener Mediziners Emil Zuckerkandl, der vom Kronprinzen wegen des Gleichmutes, mit dem er seinen Beruf als Anatom ausübte, bewundert wurde. Zuckerkandl versuchte, Rudolfs Angst vor dem Tod zu relativieren und das Ende des Lebens als dessen notwendige Erfüllung verständlich zu machen und schenkte ihm deshalb diesen Totenschädel. Davon berichtet auch Mary Wetscherer, als sie Rudolf erstmals in der Wiener Hofburg besuchte. In einem Brief berichtete sie, wie sie auf seinem Schreibtisch einen Totenschädel sowie einen geladenen Revolver entdeckte. Doch wie Mary ins Blickfeld des Kronprinzen gelang, werden wir, wie gesagt, in der nächsten und abschließenden Folge zu Rudolfs Leben hören. Was denkt ihr über den Weg, den Rudolf genommen hat? Wirken auf euch die Zeitzeugenaussagen schlüssig oder widersprüchlich? Und was macht eigentlich die anhaltende Faszination seiner Figur aus? Der Kronprinz, dem eine glänzende Zukunft bevorstand, war unglücklich, rastlos, sah sich fehl am Platz, war enttäuscht von seinen Eltern. Dies wiederum brachte ihn dazu, seine eigene Familie zu zerstören, durch Affären und die Geschlechtskrankheit, die ihm weitere Kinder verwehrte. Er betrachtete sich als gescheiterte Existenz und das führte ihn wahrscheinlich schlussendlich zum Selbstmord. Wie es genau dazu kam und warum es bis heute so viele Verschwörungstheorien zu dem Thema gibt, werden wir uns nächstes Mal ansehen. Wenn ihr darauf auch schon so gespannt seid, dann zeigt es mir doch mit einem Like, einem Hype und einem Abo und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Alles Liebe!